Learning by Docs Europe. Das ist ein europäisches Kooperationsprojekt zusammen mit dem Dokumentarfilmfestival in Barcelona, Docs Barcelona, und dem Dokumentarfilmfestival Thessaloniki. Learning by Docs war eine große Vision von dem Festivalleiter Joan. Sometimes dreams become real. Today is one of these days. Hello, Germany. Hello, Greece. We are so glad to meet you again. Hi from Munich. Hola. We are very happy to be involved in this project. Wir haben Filme recherchiert in einem multidisziplinären Team zwischen diesen 3 Ländern. Ihr werdet jetzt auf dieser Plattform 25 Dokumentarfilme finden, die alle verknüpft sind mit dem Thema Geschichte des 20. Jahrhunderts. Die Plattform soll Filmbildung weiter in die Schulen treiben, in Form von Dokumentarfilmen, die im Unterricht besprochen werden. Mich begeistert an der Filmplattform, dass man diesen künstlerischen Dokumentarfilm damit in den Unterricht holt und dass die Schülerinnen erfahren, dass real existierende Personen eigentlich die Protagonisten sind von den Geschichten, die in ihren Geschichtsbüchern bisher immer so sachlich geschildert wurden. Dokumentarfilme grenzen sich nicht nur von Spielfilmen ab, sondern Dokumentarfilme grenzen sich auch von Dokumentationen und Reportagen ab. Die Reportagen sind sehr sachorientiert und versuchen, Wissen zu vermitteln. Die Dokumentarfilme schauen sehr fein und beobachtend in das Leben eines Menschen. Das ist nicht wie in Hollywood-Filmen und sowas, wo da wirklich Schauspieler sind, sondern es sind echte Menschen und man fühlt mit, man zeigt mehr Interesse, man sieht diesen Leid, diese Enttäuschung und dieses Leben, sieht mehr das Leben. Mein Thema der heutigen Stunde ist prosoziales Verhalten. Das ist ein Themenbereich aus dem Lehrplan der 13. Klasse. Es bietet so eine unwahrscheinliche Vielfalt für die eigene Unterrichtsvorbereitung. Cedric ist sich der Konsequenzen seiner Taten bewusst. Das heißt, dass er auch damit gerechnet hat, dass er auch ins Gefängnis kommen kann. Dass man, wenn man etwas visuell sehen kann oder auch hören kann, dass es halt viel besser ankommt bei einem, weil man sich das halt manchmal vielleicht selber nicht so richtig vorstellen kann oder nicht weiß, ja okay, was ist genau darunter gemeint. Sie können viel besser Inhalte nachvollziehen anhand von den Aussagen der Protagonisten, als wenn es nur irgendwelche Jahreszahlen sind, die in irgendwelchen Büchern erscheinen. War auf jeden Fall cool, dann auch eine Unterstützung zu haben und nicht nur irgendwie mit Texten zu arbeiten, sondern ja, da einfach mal ein anderes Medium zu haben. War cool.